Ich habe Transjordanien an einem Sonntagnachmittag erfunden. Winston Churchill. Was wäre, wenn ich euch sage, dass einer der blutigsten Konflikte der Menschheitsgeschichte buchstäblich an einem Sonntagnachmittag am Schreibtisch erfunden wurde? Dass ganze Völker, Identitäten und Nationalstaaten nicht aus jahrhundertelanger Entwicklung entstanden, sondern mit einem Federstrich einer Kolonialmacht? Warum spricht niemand darüber, dass es vor 1918 keinen Staat Israel, kein Palästina, kein Jordanien in der heutigen Form gab? Dass der Nahe Osten, wie wir ihn kennen, eine westliche Erfindung ist, ein politisches Konstrukt, geschaffen zur Rechtfertigung kolonialer Machtgier? Stellt euch vor, vom Osmanischen Reich, das 500 Jahre lang von Istanbul bis zum Jemen reichte, blieb nach dem Ersten Weltkrieg nichts übrig als willkürlich gezogene Linien auf einer Karte. Menschen, die sich über Religion und Stammeszugehörigkeit definierten, wurden plötzlich zu Palästinensern, Irakern oder Libanesen. Identitäten, die europäische Beamte für sie erfunden hatten. Das Schockierendste: Juden und Araber verhandelten in den ersten Jahren nach dem Krieg sogar über ein gemeinsames Friedensabkommen. Faisal ibn Hussein und Chaim Weizmann einigten sich 1919 auf eine partnerschaftliche Zukunft. Genau dieses Abkommen wurde von denselben Mächten sabotiert, die zuvor beiden Seiten widersprüchliche Versprechungen gemacht hatten. Fast 80 Jahre lag im British National Archive ein Dokument verborgen, das die ganze Wahrheit enthüllt: die geheimen Protokolle der Peel-Kommission von 1937. Über 60 Zeugen wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Wir haben dasselbe Pferd an zwei Interessenten verkauft, gab ein britischer Beamter zu Protokoll. Diese brisanten Aussagen sollten vernichtet werden. Nur der Mut des Sekretärs John Martin rettete sie für die Nachwelt. Wenn ihr mehr solcher vergrabenen Wahrheiten aufdecken wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Heute reisen wir in die verschlossenen Archive der Geschichte und decken auf, wie eine Handvoll europäischer Politiker das Schicksal von Millionen Menschen für immer besiegelte. Abschnitt 1: Die Erfindung des Nahen Ostens. Der Begriff Naher Osten entstand nicht im Orient selbst, sondern in den Schreibstuben des britischen Militärs. Für London war diese Region nur eines: ein Korridor zu Indien, dem Juwel der Krone. Der 1869 eröffnete Suezkanal wurde zur Lebensader des Empire. Wer ihn kontrollierte, kontrollierte den Zugang zu Soldaten, Rohstoffen und Märkten im Wert von Milliarden. Doch mit Beginn des Ersten Weltkriegs drohte diese Lebensader zu reißen. Das Osmanische Reich, verbündet mit Deutschland, griff 1914 britische Stellungen am Suezkanal an. Die Panik in London war existenziell. Ohne Indien und seine Soldaten hätten die Briten den Krieg verloren. Premierminister David Lloyd George gab später in den geheimen Aussagen vor der Peel-Kommission schonungslos zu: Es war Teil unserer Propagandastrategie, alle Kräfte in der ganzen Welt zu mobilisieren, um den Feind zu schwächen und die Chancen der Alliierten zu verbessern. Wir betrachten den Krieg heute vor dem Hintergrund eines triumphalen Endes. Aber damals waren auch die Deutschen davon überzeugt, dass sie siegreich sein werden. Um diese Kräfte zu mobilisieren, brauchten die Briten verzweifelt Verbündete vor Ort. Zwei Gruppen kamen in Frage: die arabische Haschemiten-Dynastie unter Großscherif Hussein von Mekka, direkte Nachfahren des Propheten Mohammed, die sich vom osmanischen Joch befreien wollten, und die zionistische Bewegung unter dem brillanten Diplomaten Chaim Weizmann, die eine jüdische Heimstätte in Palästina anstrebte. Hier beginnt das perfide Doppelspiel. Versprechungen an beide Seiten, mit der heimlichen Absicht, nach dem Krieg nur die eigenen strategischen Interessen durchzusetzen. Doch das war erst der Anfang einer noch explosiveren Geschichte. Abschnitt 2: Doppelversprechen und das verlorene Friedensabkommen. 1915 begann eine der folgenreichsten Korrespondenzen der Weltgeschichte. Der britische Hochkommissar in Ägypten, Henry McMahon, führte eine geheime Briefkorrespondenz mit Großscherif Hussein. Die McMahon-Hussein-Briefe versprachen den Arabern völlige Unabhängigkeit und die Errichtung eines großen arabischen Königreichs. Großsyrien, von Antiochia über den Irak bis Jordanien, im Austausch für einen Aufstand gegen die Osmanen. Gleichzeitig umwarb Chaim Weizmann, ein britischer Staatsbürger und brillanter Chemiker, die Londoner Führung. Weizmann war ein Meister der Diplomatie.
Er verstand es meisterhaft, sogar antisemitische Vorurteile zu seinem Vorteil zu nutzen. Er überzeugte die Briten, dass die Weltmächte des Judentums ihnen entscheidend im Krieg helfen könnten. Das Ergebnis: die berühmte Balfour-Deklaration vom 2. November 1917. Außenminister Arthur James Balfour versprach öffentlich die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Millionen Flugblätter wurden weltweit verteilt, sogar über deutschen und österreichischen Städten aus der Luft abgeworfen. Nach dem Krieg geschah etwas Historisches, das heute fast niemand mehr kennt. Faisal ibn Hussein, Sohn des Großscherifs und Anführer der arabischen Revolte, traf sich 1919 mit Chaim Weizmann. Das Ergebnis war das Faisal-Weizmann-Abkommen, ein Vertrag, der die Geschichte hätte verändern können. Faisal erkannte Palästina als jüdische Heimat an, unter der Bedingung, dass auch ein arabischer Staat entstünde. In einem bewegenden Brief an die Zionisten schrieb er: Wir, die Araber, empfinden große Sympathie für die Zionisten. Der jüdische und der arabische Nationalismus sind keine imperialistischen Bewegungen. In der Tat wird niemand von uns ohne sein Gegenüber erfolgreich sein. Noch explosiver wird es, als der größte Verrat der modernen Geschichte aufgedeckt wird. Abschnitt 3: Das Sykes-Picot-Abkommen, der geheime Verrat. Während die Briten öffentlich Juden und Arabern Versprechungen machten, verhandelten sie im Mai 1916 heimlich etwas völlig anderes. Das Sykes-Picot-Abkommen zwischen Mark Sykes und François-Georges Picot teilte den gesamten Nahen Osten zwischen Großbritannien und Frankreich auf, ohne jede Rücksicht auf die dort lebenden Völker. Frankreich sollte Syrien und den Libanon erhalten, Großbritannien Palästina, Jordanien und den Irak. Es war eine radikale Zerschlagung der arabischen Welt mit dem Lineal willkürliche Grenzen, die alle ethnischen, religiösen und historischen Verbindungen ignorierten. Das perfide: dieses Abkommen blieb streng geheim. Die Araber sollten nichts davon wissen, die Deutschen schon gar nicht. Erst als die Bolschewiki das Dokument 1916 veröffentlichten, erfuhr die Welt von diesem kolonialen Verrat. Für die arabische Nationalbewegung war es ein Schock, ein offener Bruch der McMahon-Hussein-Versprechungen. Historiker David Fromkin beschreibt es so: Die Allianz zwischen Großbritannien und Frankreich hatte für die Briten oberste Priorität. Sie war viel wichtiger als jedes Bündnis im Nahen Osten. Das Sykes-Picot-Abkommen schuf künstliche Staaten mit willkürlichen Grenzen, die bis heute bestehen. Diese territoriale Einteilung berücksichtigte weder verschiedene Stämme, noch Ethnien, noch gewachsene Handelsrouten. Sie war einzig auf die strategischen Interessen zweier europäischer Imperien ausgerichtet. Clemenceau war so desinteressiert an der Region, dass er Lloyd George 1918 sagte: Sagen Sie mir, was Sie wollen. Als Lloyd George Palästina und Mosul forderte, antwortete Clemenceau schlicht: Es gehört Ihnen. So wurde über das Schicksal von Millionen Menschen entschieden. Eine Entdeckung stellt nun alles auf den Kopf: die geheimen Protokolle, die niemand lesen sollte. Abschnitt 4: Die Peel-Kommission, Protokolle, die nicht sterben durften. 1930, 20 Jahre nach den großen Versprechungen, richtete die britische Regierung die Peel-Kommission ein. Angeblich sollte sie den wachsenden Konflikt zwischen Juden und Arabern in Palästina untersuchen. In Wahrheit ging es um etwas anderes: eine Rechtfertigung für die endgültige Teilung des Landes. Über 60 Zeugen wurden vernommen, in öffentlichen und geheimen Sitzungen. Die öffentlichen Aussagen wurden veröffentlicht, die geheimen sollten für immer verschwinden. Der Sekretär der Kommission, John Martin, erhielt den direkten Befehl, alle vertraulichen Mitschriften zu vernichten. Martin weigerte sich. In seiner persönlichen Notiz schrieb er prophetisch: Diese Mitschriften sind aktuell nutzlos, aber sie enthalten Informationen über das jüdische Volk und die Region, die für zukünftige Historiker von großem Wert sein werden. Erst 2017, 88 Jahre später, wurden diese explosiven Dokumente freigegeben. Was Historikerin Lila Parsons darin entdeckte, erschüttert unser Verständnis der Geschichte bis ins Mark. Ein britischer Beamter gab schonungslos zu: Wir haben dasselbe Pferd an zwei Interessenten verkauft. Das ist nicht zu leugnen. Eric Mills, Beamter für Migration und Statistik, schockierte die Kommissare mit der Wahrheit: Seine Majestät Regierung ist nicht die kolonisierende Macht hier. Das jüdische Volk ist die kolonisierende Macht.
Besonders enthüllend sind die rassistischen Äußerungen, die in den geheimen Sitzungen fielen. Juden wurden als bedrohlich und in die Berufe eindringend beschrieben, mit den Weltmächten des Judentums hinter sich. Araber hingegen seien mittelalterlich, langsam und nicht von derselben Qualität wie die Juden. Der Bezirkskommissar Edward Keith Roach warnte prophetisch: Man muss weiterrollen, bis man eines Tages die Katastrophe erreicht. Hier beginnt die wahre Geschichte der britischen Grenzziehungen, die bis heute nachwirken. Abschnitt 5: Churchills Sonntagnachmittag. Die Geburt künstlicher Staaten. 1920 brachen im gesamten Nahen Osten gewalttätige Aufstände aus. In Palästina führten die Nabi Musa-Unruhen zu den ersten jüdisch-arabischen Zusammenstößen. In Syrien marschierten französische Truppen ein und vertrieben Faisal aus Damaskus. Die Schlacht von Maisalun im Juli wurde zur ersten Nakba, der ersten großen Katastrophe der arabischen Nation. Das Königreich Großsyrien, für das Araber und Juden zusammengearbeitet hatten, war Geschichte. Die Vision einer friedlichen Koexistenz wurde brutal zerschlagen. Nicht von den beiden Völkern selbst, sondern von europäischen Mächten, die ihre imperialen Interessen durchsetzten. In diese chaotische Lage trat Winston Churchill als neuer Kolonialminister. Seine Aufgabe, das Chaos zu ordnen, das seine Vorgänger angerichtet hatten. Die Lösung kam bei der Kairo-Konferenz von 1920. Churchills Ansatz war brutal pragmatisch. Historiker David Fromkin beschreibt es so: Churchill war auf einer anderen Wellenlänge. Sein Ziel war es, spezifische Probleme zu lösen, wie Großbritannien mit möglichst wenig Geld die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil der arabischen Welt aufrechterhalten konnte. Das Ergebnis waren künstliche Grenzen, die alle ethnischen, religiösen und geografischen Realitäten ignorierten. Churchill teilte das ehemalige osmanische Palästina mit dem Lineal in Ost und West. Den östlichen Teil, Transjordanien, übergab er Abdullah, Faisals Bruder, als Entschädigung für den Verlust Syriens. Den westlichen Teil behielten die Briten als Mandatsgebiet. Der Irak wurde aus 3 völlig verschiedenen osmanischen Provinzen zusammengestückelt: Basra, Bagdad und Mosul, jede mit unterschiedlichen Ethnien, Religionen und Traditionen. Faisal wurde als importierter König eingesetzt, um das künstliche Gebilde zusammenzuhalten. Churchill sagte später selbst, er habe Transjordanien mit einem Federstrich an einem Sonntagnachmittag in Kairo erschaffen. Die nächste Enthüllung zeigt die verheerenden Langzeitfolgen dieser Willkürherrschaft. Abschnitt 6: Das Mandatssystem. Kolonialismus im neuen Gewand. 1922 erhielt Großbritannien offiziell das Völkerbundsmandat für Palästina. Die Balfour-Deklaration wurde wortwörtlich in das Mandatsdokument übernommen, eine doppelte Legitimierung durch Regierung, Parlament und Völkerbund. Was nach internationalem Recht aussah, war in Wahrheit Kolonialismus im neuen Gewand. Das Mandatssystem teilte die eroberten Gebiete in 3 Klassen. A-Mandate sollten theoretisch zur Unabhängigkeit führen, B- und C-Mandate blieben unter direkter Kontrolle. Palästina erhielt den Status eines A-Mandats, doch die wirkliche Macht lag vollständig in britischer Hand. Churchills Politik lief auf eine doppelte Verpflichtung hinaus: Unterstützung der zionistischen Idee und gleichzeitig Rücksichtnahme auf die arabische Bevölkerung. In Wirklichkeit profitierten hauptsächlich die Briten. Wie Lord Peel in den geheimen Aussagen zugab, Palästina war strategisch entscheidend. Es schützte den Suezkanal und ermöglichte eine Ölpipeline vom Irak zur Mittelmeerküste. Die geheimen Protokolle enthüllen das perfide System. Zionistische Institutionen übernahmen de facto Regierungsfunktionen. Die Jewish Agency bestimmte, wer Immigrationsgenehmigungen erhielt. Zionistische Organisationen erstellten die Statistiken, auf deren Basis die Briten ihre Politik ausrichteten. Britische Beamte gaben offen zu, dass sie für ihre Arbeit auf zionistische Institutionen angewiesen waren. Bezirkskommissar Keith Roach beschrieb die Situation schonungslos. Die Jewish Agency hat sich zu einer Art zweiter Regierung entwickelt. Es ist sehr interessant zu beobachten. Auf die Frage, ob die Agency immer durchkommt, antwortete er: immer. Ich habe Beweis um Beweis. Der ehemalige Kolonialminister Malcolm MacDonald fasste es 1979 so zusammen: Der Konflikt zwischen den Juden und den Arabern in Palästina war kein Konflikt zwischen Recht und Unrecht, sondern zwischen Recht und Recht.
Beide Seiten hatten wirklich sehr gute Argumente, die auf Versprechungen früherer britischer Regierungen beruhten. Mit anderen Worten, beide Völker waren nur Figuren auf einem Spielfeld, dessen Regeln in London geschrieben wurden. Schlussteil: Das Vermächtnis der Sonntagnachmittag-Grenzen, wenn künstliche Linien zu ewigen Wunden werden. Ein Jahrhundert später sind die von Churchill und seinen Zeitgenossen am Sonntagnachmittag gezogenen Grenzen immer noch da. Israel, Palästina, Jordanien, Libanon, Irak, sie alle entstanden zwischen 1917 und 1922 unter britischer und französischer Regie, nicht durch den Willen der dort lebenden Völker. Der Nahe Osten ist damit kein uraltes organisches Gebilde, sondern das Produkt kolonialer Geopolitik. Versprechen wurden systematisch gebrochen, Friedensabkommen sabotiert, Völker bewusst gegeneinander ausgespielt. Juden und Araber waren in dieser entscheidenden Phase nicht die Hauptakteure, sie waren Marionetten in einem Spiel, dessen Regeln von europäischen Imperien diktiert wurden. Das Tragischste: Es gab einen historischen Moment, in dem friedliche Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern bereits vereinbart war. Das Faisal-Weizmann-Abkommen von 1919 bewies, dass beide Völker bereit waren, gemeinsam eine Zukunft zu gestalten. Doch dieser Hoffnungsschimmer wurde geopfert, um die Machtbalance europäischer Kolonialherren zu sichern. Heute sind die Konfliktlinien so tief, dass viele glauben, es habe schon immer so sein müssen. Die geheimen Protokolle der Peel-Kommission beweisen das Gegenteil. Dieser Konflikt wurde künstlich geschaffen und systematisch am Leben gehalten. Was bedeutet das für eine Lösung? Wenn wir anerkennen, dass die heutigen Grenzen und Identitäten europäische Erfindungen sind, können wir dann auch neue, friedlichere Strukturen erfinden? Was denkt ihr über diese verschleierte Geschichte? Kanntet ihr die wahren Ursprünge des Nahostkonflikts? Schreibt eure Gedanken in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Perspektiven zu diesem brisanten Thema. Wenn euch solche investigativen Enthüllungen gefallen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn die Geschichte steckt voller versteckter Wahrheiten, die endlich ans Licht gehören.